Kurz nach Sonnenaufgang verlassen wir am Folgetag den Hafen von Los Angeles und genießen einen entspannten Seetag an Bord unseres Schiffes, der uns dabei hilft, die letzten Spuren des Jetlags zu beseitigen. In südöstlicher Richtung bewegen wir uns entlang der Pazifikküste der USA und erreichen nach einer weiteren Nacht an Bord den Hafen von San Diego. 2 volle Tage stehen uns in dieser wundervollen Stadt am südlichen Ende Kaliforniens für Besichtigungen zur Verfügung. Bereits die ersten Blicke von Bord des Schiffes nach der Ankunft sind äußerst vielversprechend und angesichts der selbst im Wintermonat Januar bereits überaus angenehmen Tagestemperaturen hält es uns nicht lange auf unserem Schiff. Erstes Anlaufziel für unsere Unternehmungen ist das Santa Fe Bus- und Bahndepot, das sich unweit des Hafens befindet und mit einem kurzen Spaziergang erreicht werden kann. Von hier aus startet der Expressbus 215 in Richtung der Top-Sehenswürdigkeit Balboa Park, wofür lediglich 10 Fahrminuten erforderlich sind. Die größte öffentliche Grünanlage der Stadt umfasst eine Fläche von fast 5 Quadratkilometern und beherbergt eine Vielzahl kultureller Einrichtungen und Museen. Unser erstes Anlaufziel ist hier Spanish Village, ein kleines Künstlerdorf mit besonderer Atmosphäre. Unsere frühe Ankunft lange vor Öffnung der Geschäfte um 11 Uhr stört uns nicht im Mindesten, denn nur so lässt sich das idyllische Flair, das in diesem rund um bunte Bodenplatten angelegten Künstlerdorf mit den Häuschen in individuellen Baustilen herrscht, in aller Ruhe und ganz ohne Touristenrummel genießen. Vor Ankunft der kaufwilligen Touristen trifft man sich hier zu einem gemütlichen Frühstück im Freien. Noch ganz verzaubert verlassen wir das Spanish Village und begeben uns auf die prachtvolle Fußgängerstraße, die durch den El Prado-Komplex mit seinen zahlreichen historischen Baudenkmälern und Museen führt. Unser Spaziergang endet zunächst am Gewächshaus des Botanischen Gartens. Als erstes erreichen wir das monumentale Bauwerk des bereits 1864 gegründeten Naturkundlichen Museums mit dem dekorativen Springbrunnen im Vordergrund. Nicht minder interessant ist der riesige, über 500 Jahre alte Moreton Bay Feigenbaum vor dem Nordeingang des Museums. Mit einem Kronendurchmesser von mehr als 37 Metern zählt er zu den größten Bäumen dieser Art in Kalifornien. Danach geht es weiter zum historischen El Prado-Komplex, einem überaus dekorativen Gebäudeensemble innerhalb einer exotischen Parklandschaft, das 1915 anlässlich der Eröffnung des Panamakanals für Ausstellungszwecke errichtet wurde. Schönstes Architekturbeispiel ist die Casa del Prado. 3 Bogenportale, flankiert von kunstvoll gearbeiteten Doppelsäulen, dominieren die Fassade im üppigen Dekor des Spanish Colonial Revival Stils. Mit vielfältigen Formen erweckten die Steinmetze und Bildhauer das Baumaterial zum Leben. Auch das 80 Meter lange Gewächshaus mit seinem luftigen, gewölbten Holzlattendach zählt zu den Bilderbuchansichten des Parks. Da auch dieses zu unserem Besuchszeitpunkt nicht für Touristen offen steht, trösten wir uns mit Flora und Fauna im Außenbereich. Mit einem weiteren kurzen Fußweg erreichen wir nun Amerikas bekanntesten und schönsten Tierpark, der unmittelbar an den Balboa Park angrenzt. Durch sein außerordentliches Engagement für artgerechte Unterbringung hat er nicht ohne Grund Weltberühmtheit erlangt und zieht alljährlich mehr als 3 Millionen Besucher an.
Um einen Überblick über das riesige 40 Hektar große Gelände zu erhalten, empfiehlt sich zunächst einmal eine in der Eintrittsgebühr inkludierte Rundfahrt im offenen Tourbus an. Bereits hierbei zeigt sich, dass die klimatisch begünstigte Lage von San Diego Möglichkeiten eröffnet, die in europäischen Zoos nicht denkbar sind. Danach geht es zu Fuß weiter durch ein Areal, das eher an ein Naturreservat erinnert als an einen städtischen Zoo. Die Tierwelt macht am Vormittag doch einen überwiegend verschlafenen Eindruck. Das weitläufige Gelände ist abwechslungsreich nach verschiedenen Themenbereichen und geografischen Aspekten geordnet. Hieraus ergibt sich eine außerordentliche Vielfalt hinsichtlich der Präsentation des Tier- und Pflanzenlebens. Nach einem langen und außerordentlich lohnenden Besuchstag streben wir nun wieder dem Ausgang zu und kehren zu unserem Schiff zurück, das auch über Nacht am Pier der Stadt verbleibt. Nach einer angemessenen Ruhepause reizt uns jedoch bald die attraktiv beleuchtete Uferpromenade zu einem kleinen Spaziergang. San Diego. Dann begeben wir uns wiederum zum Santa Fe Depot, denn mit einer kurzen Straßenbahnfahrt lässt sich das sicherlich interessanteste Ziel für ein atmosphärisches Eintauchen in das Nachtleben der Stadt, das sogenannte Gaslamp Quarter, erreichen. Ein kleiner Rundgang durch das Viertel verschafft uns diesbezüglich nachhaltige Eindrücke. Das Gaslamp Quarter hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich und ist heute vor allem Mittelpunkt des Nachtlebens der Stadt. Seinen Namen verdankt es den zahlreichen kugelförmigen Gaslaternen, die das Viertel reizvoll illuminieren. Nach einem kurzweiligen Spaziergang geht es zur Nachtruhe und mit Vorfreude auf den folgenden Tag zu unserem Schiff zurück. Unser zweiter Besuchstag in San Diego beginnt mit einem Spaziergang entlang der schönen Uferpromenade. Am Tuna Harbor Park legen wir eine erste Pause ein, um einen interessierten Blick auf den imposanten Flugzeugträger USS Midway zu werfen. Danach folgen wir weiter der Uferpromenade, bis wir das touristisch und atmosphärisch interessante Viertel Seaport Village erreichen, um dort etwas die Seele baumeln zu lassen. Der Weg vom Schiff zur Hafenpromenade bietet nach wie vor viel für das Auge. Bald erreichen wir den Tuna Harbor Park, der ganz im Zeichen der maritimen Vergangenheit der Stadt steht. Großer Beliebtheit erfreut sich hier eine riesige Skulptur eines Matrosen und einer Krankenschwester, die die Freude des Paares über das Ende des Zweiten Weltkriegs zum Ausdruck bringen soll. Im Hintergrund blickt man auf das Original des Flugzeugträgers USS Midway,
das als Museumsschiff umgestaltet wurde und besichtigt werden kann. Angesichts unserer aktuellen Reiseplanung ahnen wir noch nicht, dass wir nur wenige Wochen später hierher zurückkehren und die Gelegenheit zur Besichtigung des Schiffes wahrnehmen werden. Wir folgen nun weiter der Uferpromenade und erreichen bald Seaport Village, das seine Attraktivität vor allem den schmucken kleinen Häuschen im Stile eines Fischerdorfs verdankt. Diese beherbergen zwar naturgemäß überwiegend Restaurants, Cafés und Geschäfte, doch auch ohne Konsumgelüste genießen wir die entspannte Atmosphäre innerhalb des sehr geschmackvoll angelegten Areals. Nach derartigen Verausgabungen ist eine Ruhepause in den einladend bereitstehenden Strandstühlen dringend angezeigt. Mit frischen Kräften geht es danach weiter durch das bezaubernde Dörfchen. Am Nachmittag verabschieden wir uns von Seaport Village und kehren zum Schiff zurück, um von unserem vorzüglichen Ankerplatz aus mit der gebotenen Ruhe die fantastische Aussicht auf die Skyline zu genießen. Nach Einbruch der Dunkelheit legt das Schiff schließlich ab und beschenkt uns nochmals mit der wundervollen Aussicht auf das spektakuläre Panorama von San Diego.